Nordreich verloren. So, we have lost the northern kingdom. Oh no. Aber wir haben keine Zeit zu brauchen jetzt. We don't have time to mourn right at this moment. Wir können uns jetzt nämlich fokussieren auf quasi das Königreich Juda. So now we can focus on the kingdom of Judah. Und weil 2. Chronik sich ja sowieso nur mit den jüdischen Königen beschäftigt, And because 2 Chronicles also deals only with the kings of the southern kingdom, möchte ich da jetzt auch kurz die Einführung geben, weil wir 2. Chronik auch benutzen werden, wenn wir uns mit den Königen von Juda beschäftigen werden. I want to give an introduction to 2 Chronicles now because we'll be looking a lot at 2 Chronicles talking about the kings of Judah. Okay, das habt ihr gestern gelesen, sehr gut. Dann ist noch ganz frisch. You've read that book yesterday, which is great because then you have it in your mind now. Und 2. Chronik ist eigentlich hier eine Parallelstelle für 1. und 2. Könige. 2 Chronicles parallels 1st and 2nd Kings. Und wenn ihr das jetzt so gelesen habt, und auch wahrscheinlich habt ihr das euch auch schon bei 1. Chronik gedacht, dann habt ihr gedacht, das habe ich doch alles schon in Samuel und Könige gelesen. So maybe as you were reading, and the same might have been true for 1st Chronicles, you thought, well, wait a second, I've read this before somewhere. Und viele überspringen die Bücher deswegen auch. And many people decide to skip the books of Chronicles for this reason. Aber das ist eigentlich echt schade, weil Chronik nochmal eine ganz andere Sichtweise hat. Which is really unfortunate because Chronicles offers a different perspective. Und der Autor hat nochmal eine ganz andere Absicht, seine Leser zu ermutigen. And the author has a different intention of encouraging his readers. Und in der jüdischen Bibel, da stehen die 1. und 2. Chroniken auch ganz am Ende von den Geschichtsbüchern. In the Hebrew Bible, the books of 1st and 2nd Chronicles are placed right at the end of the historical books. Das heißt, die stehen auch nochmal hinter Esra, Nehemia, Esther und Daniel. Which means even after Ezra, Nehemiah, Esther, and Daniel. Also quasi bis zu dem Zeitpunkt, wo die Juden dann wieder aus dem Exil zurückgekommen sind und schon wieder in Israel leben dürfen. At the point where the people of Judah were allowed to return back to their land and live in the land of Israel. Und generell kann man eigentlich sagen, dass diese 1. und 2. Chroniken, also die stehen auch am Ende der jüdischen Bibel, weil sie quasi nochmal alles zusammenfassen. And the reason for this, why they put them right at the end of their Bible, is because these books really offer a summary. Ihr habt ja 1. Chronik gelesen, die ganzen Stammbäume, das geht mit Adam los. Remember reading 1st Chronicles, how you have all these genealogies which start all the way with Adam. Also es geht ganz an der Menschheitsgeschichte, fängt es an, bei Adam. Right at the beginning of the history of humanity with Adam. Es führt uns durch die Stammbäume hin zum König David. And then through these genealogies we get to King David. Und dann kommt diese ganze Geschichte von Königreich Juda, die ganzen Könige, und bis sie ins Exil kommen und wieder zurück dürfen. And then we have the whole story of the kings of Judah until they have to go to exile and are allowed back in their country. Und jetzt speziell eben dieses Buch der Chronik ist geschrieben aus einer Perspektive von einem Priester. The book of Chronicles is written from the perspective of a priest. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass da viel auch irgendwie auf die Priester hingewiesen wird, auf die Linie der Priester, auf den Tempel und den Gottesdienst. Probably you notice that a lot is spoken about the task of the priest, about the lineage of the priest, about the temple and the worship there. Aber von welchem Priester ist das jetzt geschrieben worden? So we can ask ourselves, who was the priest who wrote this down? Also sind wir beim Thema Autor. So we're talking about the question of authorship. Und das letzte Event, das wir im Buch der Chroniken haben, ist hier 539 vor Christus, als der persische König Kyros an die Macht kommt und den Juden erlaubt, aus Babylon, aus dem ehemaligen Babylon, zurückzugehen in ihr Land. So we again want to look at what is the last event that's recorded in this book, in the book of 2nd Chronicles. And that is when in 539 BC, the Persian king Cyrus allows the Jews who had been settled in the province of Babylon to return to Judah. Das heißt, es ist später verfasst worden als das Buch der Könige. Which means it was composed later than the book of Kings. Weil im Buch der Könige war das letzte Datum ja 561, diese Begnadigung von dem König, der im Exil war. Where in the book of Kings, the last thing that we read in 2nd Kings is something that takes place in 561 BC when the king of Judah is being
dealt well by the king of Babylon. Und wenn das als letztes Ereignis im Buch der Chroniken beschrieben wurde, dann bedeutet es, dass das Buch der Chroniken eigentlich nach dem Exil verfasst wurde. And so since this here, 539 BC, is the last date of an event that is described in the book of 2nd Chronicles, that means it was composed at some point after that. Und wahrscheinlich ist es noch ein bisschen später verfasst worden, also schon eine Zeit, nach der die Juden zurückgekehrt sind und schon eine Weile wieder dort gelebt haben in Jerusalem. And it is believed that it was actually composed sometime after this, after they had moved back to their country. Wer der Chronikschreiber wirklich war, das erfahren wir nicht von Chroniken, also wir haben keine Angabe im Text. The text doesn't tell us who the chronicler is. Und die Wissenschaft sagt auch, also das ist einfach ein anonymer Schreiber. And Bible scholarship basically agrees that it was an anonymous writer. Aber also es wird angenommen, dass 1. und 2. Chronik und Esra und Nehemia, dass es alles von einem Autor geschrieben wurde. But what is assumed is that 1st Chronicles, 2nd Chronicles, Ezra and Nehemiah was all written by the same author. Und die jüdische Tradition und auch die Kirchenväter, also die christliche Seite, And both the Jewish tradition and also the tradition of the church fathers, die sind sich eigentlich ziemlich sicher, dass Esra der Autor ist von Chroniken und Esra und Nehemia. I'm pretty sure that Ezra was the author of Chronicles and also Ezra and Nehemiah. Okay, Nehemia weiß ich nicht, aber da kann ich nichts dazu sagen. Aber glaube ich mal. Okay, ja super. Okay, gut. Und die Argumente, dass der Esra dieser Chronikschreiber ist, sind folgende. And some reasons for saying that Ezra was probably this chronicler. Also es gibt eine ganz enge Verwandtschaft von der Art, wie beide Bücher geschrieben wurden, also Chroniken und Esra, dass man denkt, das passt auf jeden Fall gut zusammen. There's a strong similarity, a strong relationship between how 1st, 2nd Chronicles and Ezra are written, so people say, yeah, they fit together pretty well. Und wenn ihr mal kurz das Ende von 2. Chronik aufschlagt, 2. Chronik 36. I want you to look up real quick at the very last passage in 2nd Chronicles. So in 2nd Chronicles 36. Ist das Kyros-Dekret, dass sie zurück dürfen, gell? Yes, that was Cyrus' decree that they are allowed to return. Und dann seht ihr ja das Buch Esra gleich als nächste Seite. And then on the very next page, the book of Ezra begins. Und das sind genau die gleichen 3 Verse, wie das Buch der Chroniken aufhört. And it starts exactly with the first 3 verses are identical with the last 3 verses of 2nd Chronicles. Und was ich auch noch nachgeschaut habe und worüber ich mich gefreut habe, ist, dass der Esra eben ein Priester ist und deswegen auch so diese priesterliche Perspektive gut passt. And another thing that I found great to see was that Ezra was actually a priest, and so it makes sense that he would write from this priestly perspective. Und der Esra, der ist, also die Juden nach dem Exil in Babylon sind die Juden in 3 verschiedenen Gruppen und zu 3 unterschiedlichen Zeitpunkten zurück nach Jerusalem gegangen. From the exile in Babylon, the Jews returned in 3 different ways, in 3 different groups. Und der Esra hat auch eine Gruppe mit zurückgebracht und das war 458. Ezra led one of these groups of returnees back to Judah. That was in 458 before Christ. Oh. Danke. Und deswegen wird angenommen, dass Esra eben dann ein paar Jahre später quasi diese Chroniken in Jerusalem verfasst hat. And so one opinion is that Ezra wrote Chronicles a little bit after this date of 458 BC in Jerusalem. Ja. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Also, dann nochmal. An wen hat er jetzt geschrieben? Das ist eine wichtige Frage. So then the question is, who did he write it for? Who did he write it to? Also jetzt muss man sich ja vorstellen, dass diese ganzen Juden, die zurückgekommen sind aus dem Exil in Babylon, jetzt wieder in diesem Land leben, in Jerusalem, in Israel. That's an important question. We can imagine that all these Jews who have been deported into exile, they are now back in their country, starting to live there. Und in ihrer Erinnerung sehen sie Jerusalem ja als tolle Stadt mit einem tollen Tempel
They still have this memory of Jerusalem as a great city with a beautiful temple. Aber die wurde ja völlig zerstört. But Jerusalem had been destroyed. Wir kommen da später noch drauf, aber ich muss da jetzt kurz vorgreifen. Something we'll talk about a little bit later, but I kind of need to mention that now. Und diese Leute, die haben aber gehofft, wenn sie zurück nach Jerusalem gehen, dass sie da wieder in Freiheit leben dürfen, dass sie einen tollen König haben, der da regiert, dass sie einen tollen Tempel haben, der da steht. And so the hope of these people in exile had been that they are allowed to return, and then they have this great king who's ruling over them, and they have this beautiful temple again. Aber da war nichts davon. Also ihre Erwartungen wurden sehr enttäuscht. None of that came to be, and so their expectations were terribly disappointed. Also es hat lange gedauert, diese Stadt aus ihren Trümmern wieder ein bisschen aufzubauen. It took such a long time to even rebuild the city a little bit out of its ruins. Sie durften zwar einen Tempel wieder aufbauen, aber der war viel kleiner als der von Salomon. They were allowed to build another temple there, but it was so much smaller and shabbier than Solomon's. Gottes Gegenwart ist auch nie wieder in diesen Tempel eingezogen. And we don't ever read that God's glory came back into this temple. Und außerdem durften sie zwar zurückgehen nach Jerusalem in ihr Land. Besides that, they were allowed to return to Jerusalem and settle in their land. Aber trotzdem durften sie keinen eigenen König haben, weil sie immer noch unter der Fremdherrschaft der Perser waren, auch wenn die sehr freundlich waren. And they were not allowed to have their own king though. They were still under the reign of the Persian kings, even though they treated them pretty well. Und deswegen hat der Autor, das heißt, der Autor schreibt an eine Gruppe von Menschen, die noch auf diese Erfüllung von dem, was sie sich erträumen, hoffen. So the author is writing to a group of people that's still desperately hoping for the fulfillment of what they are yearning for. Also sie hoffen auf einen Messias, das heißt auf einen politischen, starken König, der sie von Fremdherrschaft befreit und ein Reich aufbaut. They are, on one hand, waiting for this promised Messiah who would deliver them from the oppression of the empire. Und sie hoffen, dass der Tempel wieder genauso glorreich wird wie unter Salomon und dass Gottes Gegenwart da ist und Gott mit ihnen ist. They're hoping for the temple to be restored into such a glorious temple as it was under Solomon, that God's presence would be there and that God would be living there among them. Und dieser Chronikschreiber hat genau diese zwei Themen als Hauptthemen, diese Hoffnung auf einen Messias. And the chronicler has exactly these two things as his main themes. The hope for a Messiah. Und diese Hoffnung auf einen Tempel. And the hope for a temple. Und deswegen, sorry, aber das ist ein bisschen kompliziert. Das heißt, der Chronikschreiber, der erzählt nochmal die ganze Vergangenheit. And so though he retells the whole history once again, er schaut zurück, aber er möchte gleichzeitig aus dieser Geschichte eine Hoffnung für die Zukunft geben. The author is looking back, but out of this history he wants to give a hope for the future. Und zum Beispiel in 1. Chronik nimmt er den König David. And so that's why in 1 Chronicles he takes King David. Und über ihn sagt er nichts mehr Negatives, sondern er stellt den König sehr positiv dar. And doesn't mention anything negative about his life. He shows him in a very positive light. Und er möchte sagen, so wie er, so wird der Messias sein, sozusagen. And he's saying with that, like this King David, this is how the Messiah is going to be. Und auch in 2. Chronik nimmt er die Könige und nur von Juda, weil die halt die wichtigen sind für die messianische Linie. And then in 2 Chronicles he chooses to report only about the kings of Judah because those are the ones that matter for the line, the lineage of the Messiah. Und da ist auch interessant, dass er bei manchen Königen noch mehr, also die gut waren in Juda, dass er da noch mehr gute Dinge dazufügt. And it's interesting to see how for some of the good kings of Judah he adds on some more good things that they did. Und bei manchen schlechten tut er noch ein paar schlechte Dinge dazu. Some of the bad kings he also adds examples of bad things they did. Und bei manchen, die in Könige gut dargestellt wurden, die werden in Chroniken aber plötzlich gut und schlecht dargestellt. And then some kings that are portrayed as good in Kings, they are shown as partly good, partly bad in Chronicles. Oder andersrum, welche, die als schlecht dargestellt wurden, sind auf einmal nicht nur schlecht, sondern haben auch gute Teile. But also the other way around, some of the kings that are described as bad in Kings now suddenly have good sides and bad sides in Chronicles. Das heißt, der Esra oder der Chronikschreiber, der führt eigentlich wie so Charakterstudien über die Könige durch.
It's as if the writer, Ezra, is making character studies about the kings of Judah. Und er will zu den Lesern sagen, schaut euch unsere Vergangenheit an. Wir wollen es jetzt so machen wie die guten Könige und daraus lernen und nicht so wie die schlechten Könige. It is as if he's saying to the readers, let's have a look at our history, and now we want to live like the good kings and not like the bad kings. Das mündet, also diese Chroniken münden ja quasi in diese Erlaubnis von Kyros, dass die Juden wieder aus dem Exil zurückgehen dürfen. And this whole history in Chronicles, it ends with the decree permitting the Jews to return to their homeland. Und dem Esra ist klar, dass eigentlich das, was den Juden hier versprochen wurde, ja eben noch nicht eingetroffen ist. Die Juden warten noch auf diese wirkliche Befreiung. And as Ezra is writing, he is aware of the fact that what they have been hoping for has not come true yet, that they're still waiting for this true deliverance. Also wie schon gesagt, sie durften ja zurückgehen und das ist wunderbar, aber trotzdem haben sie in Jerusalem noch ihre Probleme und warten auf den wirklichen Messias, auf den wirklichen Tempel. Remember, they were allowed to return to their land, and that is wonderful, but they were still waiting for the true Messiah, and they were still waiting for the true temple. Das heißt, der Esra, ich weiß gar nicht, ob ihm das in dem Moment bewusst war, aber eigentlich deutet er damit schon eben auf das hin, was in Jesus dann passiert. And I'm not sure how aware Ezra was of this, but in some way he's already pointing to something that will happen in Jesus. Also diese Linie von David über die ganzen anderen Könige von Juda, die mündet dann in Jesus. Because this whole lineage from King David and through all of these kings of Judah, it ends at some point with Jesus. Und Jesus ist der diese Versprechungen von Kyros eigentlich wirklich erfüllt. Jesus ist der sie wirklich aus dem Exil, der uns wirklich aus dem Exil rausholt sozusagen. Because Jesus is then the one who really fulfills this promise and this decree of King Cyrus. He's the one who really leads them out of exile and also us today. Also er ist der Messias, der nicht nur uns aus Gefangenschaft, aber von dieser unsichtbaren Gefangenschaft befreit, von der Sünde. Jesus is the Messiah who frees us from captivity, from this invisible captivity of sin. Und er ist auch dieser Eckstein von diesem Tempel, der aus uns gebaut wird, seinem Leib quasi. And Jesus is the cornerstone of this temple that is built out of us as his body. Das heißt, Könige wurde geschrieben, also es wurde zurückgeschaut und wurde quasi erklärt, warum die Israeliten und Judäer im Exil sein müssen. So remember, we have Kings, which was written looking back and explaining why they now have to be in exile. Und jetzt haben wir Chroniken, wo der Chronikschreiber, der schaut auch zurück, aber um nach vorne zu schauen quasi. But now here we have Chronicles, where the writer is also looking back at their history, but in order to look forward. Also er will Mut machen, er will sagen, es gibt Hoffnung, so ein König David wird wiederkommen und lasst uns aus unserer Vergangenheit lernen, damit wir da münden, dass wir dieses wahre Kyros-Dekret erlangen. So he wants to encourage and he wants to say, such a King David is going to come again. And so let us move forward so that we actually reach the promise of the Cyrus decree. Und schon der Auszug aus Ägypten kann ein Vorschatten sein auf das, was Jesus im Geistlichen gemacht hat. Also was Jesus im Geistlichen gemacht hat, ist der geistliche Exodus sozusagen. Already the Exodus from Egypt was a foreshadowing of what Jesus then did in the spiritual. Jesus led us out on a spiritual exodus. Aber auch was Kyros da getan hat, ist ein Vorschatten. Also Kyros kann ein Vorschatten sein quasi auf Jesus, was er tun wird sozusagen. But also when Cyrus allowed them to return back to their land, this is also seen as a foreshadowing, as a time for something that Jesus then did in leading us back to our land. Und ich glaube, in irgendeinem Prophet wird sogar auch der Kyros direkt mit Messias irgendwie, ich weiß, aber das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwo im Wort auch direkt mit, also dass der Kyros direkt mit Messias in Verbindung steht. I think it comes next week in Isaiah. Okay, ja, So in one of the prophets also Cyrus is called the anointed one, the Messiah. Ja. Okay. Soweit Fragen dazu? Now that was an introduction from Chronicles. Do you have questions about that? Ja. Also ich verstehe, wie man aus Chroniken das aus unserer heutigen Sicht auf Jesus beziehen kann, aber als ich das jetzt gelesen habe, bin ich ja jetzt persönlich aus dem Text selbst nicht auf die Idee gekommen, dass es hier um Jesus geht, sondern ich hatte eher gedacht, es geht jetzt wirklich an die Leute, die jetzt aus dem Exil wiederkommen und wie sollt ihr euren Staat wieder aufbauen und nicht, also
Jesus oder eine messianische irgendwie Prophetie oder sowas habe ich da jetzt gar nicht gefunden. So I understand how, from today's perspective, we could connect that with Jesus, but as I was reading, I would have thought, well, it was really to the people who had back then come back and from exile and explain to them how they should rebuild their state. Also auf jeden Fall, ich finde den Punkt ganz wichtig, das Buch wurde an die Leute geschrieben, die da in Jerusalem gelebt haben zu der Zeit, auf jeden Fall. Definitely, I think that's such an important point. The book was written to the people who were living in Jerusalem at that time. Und sie wurden, genau wie du gesagt hast, auch wirklich ermutigt, jetzt bei diesem Neustart es jetzt besser zu machen als vorher. And they were, as you said, encouraged in their new start as a people living together to do better than they had done in the past. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, inwiefern Esra schon wirklich daran gedacht hat, dass da irgendwie mal, oder wie der Messias dann wie es aussehen wird sozusagen. And I did say that I don't know if Ezra had any kind of idea of what this thing with the Messiah would look like. Also die Juden haben, glaube ich, generell nicht wirklich Jesus so erwartet, wie er dann gekommen ist. And the Jews were not expecting Jesus or the Messiah to come in the way that he did. Sondern sie haben immer auf diesen politischen Retter gehofft, sozusagen. They have always been then hoping for a political redeemer. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass der Chronikschreiber die Leute in der Zeit dazu ermutigt, nicht die Hoffnung aufzugeben, dass der Tempel wirklich wieder ganz aufgebaut werden wird mit Gottes Gegenwart. And I think there's nothing wrong with the writer of Chronicles to be encouraging the people of his time to not give up hope that the temple would be rebuilt fully with God's presence in it. Und dass sie auch wieder einen eigenen König in ihrem Land haben und nicht unter der persischen Fremdherrschaft sein müssen. And that they would have their own king in their country and would no longer be under the foreign rule of Persia. Also für uns ist natürlich jetzt einfacher, die ganzen Zusammenhänge zu sehen, sowieso. And so, yes, for us now, living in this time, it's easier to see these connections. Und ich denke aber, dass wir leben auch in der Zeit und dürfen auch das große Bild betrachten, sozusagen. But from the time that we live in, we are allowed to have this perspective and to see the bigger picture. Macht das so Sinn? And of course, this started not with us today, but in the New Testament, where the writers of the New Testament started looking at the history of Israel and making a connection to Jesus. Yeah. And we're basing what we believe today on what they saw, led by the Holy Spirit. Aber gute Frage. And so it is interesting. There is this foreshadowing, with the Exodus, with the return from exile, which is talked about in the New Testament. Which, by the way, of course, the people in the Old Testament were not really aware of that at all. Gibt es noch irgendwie mehr Gedanken oder Fragen zu der Einführung von Chroniken? Is there something more that came up about this introduction to Chronicles? Questions or comments? Ja. Okay. Dann haben wir jetzt quasi die Perspektive von dem Buch für die Könige und aber auch jetzt eben die Perspektive für das zweite Buch Chronik. So now we've seen the perspective from which the book of Kings, 1st and 2nd Kings was written, and also the perspective of the writer of Chronicles, 2nd Chronicles. Und mit dem Wissen können wir jetzt einfach so durch diese Liste der Könige von Juda auch nochmal durchgehen. With that in mind now, we can go through the list of the kings of Judah. Genau, und heute würde ich gerne den Schwerpunkt eher auf die guten Könige legen sozusagen. And today I would like to focus on the good kings. Wir haben ja in den Königen, gibt es ja keinen guten König, deswegen haben wir stark herausgearbeitet, was der Ahab zum Beispiel alles falsch gemacht hat. Looking at the kings of the northern kingdom, there was no good kings, and so we looked mostly at what they did wrong, like Ahab, for example. Und deswegen fände ich es schön, dass wir aber auch von den guten Königen lernen, wie man es eben gut machen kann. And now I think it's cool that we can learn from the good kings how to do it right. Und generell muss uns natürlich klar sein, dass es auch in Juda mehr schlechte Könige gab als gute Könige. Generally, we must also be clear that even in Judah there was more bad kings than good kings. Also auch wenn wir jetzt den Schwerpunkt auf die Guten legen, lasst uns das nicht vergessen, weil sie mussten auch aus Gründen ins Exil. So even if we look at good kings now, let's not forget about that. There was also strong reasons why Judah had to then go into exile. Ja. Okay, und den ersten König, den wir... Also ich muss mal noch kurz hier...
wir wollen so ein bisschen rausarbeiten, was einen guten König ausmacht, dass ihr das einfach auch mitnehmen könnt sozusagen. Und das wird ja auch ständig irgendwie wiederholt in Chroniken. So one thing we want to develop now is what makes a good king. That's something that also keeps being repeated in 2 Chronicles. Und der erste König, den wir uns anschauen, ist in 2. Könige 14, 15 und 16. Das ist der Asa. So the first king we'll look at is Asa. In Chronicles. 2. Chroniker 14, Kapitel 14. And we read about him in 2 Chronicles, chapters 14, 15 and 16. Ja. Und in Kapitel 14, der Vers 3, da steht, und er sagte zu Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen und das Gesetz und das Gebot tun sollen. So in 2 Chronicles chapter 14, verse 4, in the NLT, it says, He commanded the people of Judah to seek the Lord, the God of their ancestors, and to obey His law and His commands. Und ich find es einfach so stark, dass ein König zu seinem Volk sagt, dass sie Gott suchen sollen. Also das gibt der König vor. Stellt euch mal vor, heute ein Politiker würde zu uns sagen, ihr sollt Gott suchen, ihr sollt in die Kirche gehen und so weiter. I think it's so remarkable that a king would tell the people to seek the Lord, the God, their ancestor, and to obey His laws. Imagine if today a politician, let's say a chancellor, would say, or a president, people, believe in God, follow His laws. Ja. Und also das will ich aufschreiben, einfach so, dass der König zu dem Volk spricht und sagt, folgt Gott, sucht Gott. So I want to note this down. A king saying to his people, seek God and follow His commands. Und was ich generell auch in Chroniken so gern habe, sind diese ganzen Wiederholungen. Something I enjoy in Chronicles is these repetitions. Ich weiß nicht, ob ihr auch Wiederholungen markiert, aber ansonsten ist euch bestimmt auch so aufgefallen, dass ganz schön viel ähnliche Dinge in Chroniken immer wieder wiederholt und betont werden. I'm sure you've noticed that 2 Chronicles is pretty repetitive. Und zum Beispiel eben diese Phrase, dass sie Gott suchen sollen. Und wer Gott sucht, der wird ihn finden. For example, this phrase, encouraging people to seek God, and whoever seeks God will find Him. Oder auch so, sie sollen ihr Angesicht darauf richten, Gott zu suchen. Diese Formulierung. Setting your face on seeking God. Könnt ihr euch daran erinnern, dass es oft wiederholt wird, diese Ausdruck? Can you remember that being repeated a lot, this phrase? Und ich finde, das können wir uns ja auch, also daran dürfen wir uns dann auch erinnern, unser Angesicht darauf zu setzen, Gott zu suchen. I think that's something for us to remember and to apply, to set our face to seeking God. Und es steht auch immer in so einem genialen Zusammenhang, dass wenn sie Gott gesucht haben, ihr Angesicht darauf gerichtet haben, ihn zu suchen. And we always see this connection when they set their face to seeking God. Dass dann auch einfach dieser Segen gekommen ist. That then they did experience blessing. Zum Beispiel eben, dass dann das Königreich Ruhe hat, das steht in einem Vers weiter unten. Und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. And so, for example, here in 2 Chronicles 14 with Asa, it says, so Asa's kingdom enjoyed a period of peace. Das erinnert ihr euch vielleicht auch noch aus dem Buch Josua, da stand ja auch, glaube ich, kommt oft diese Phrase, und sie hatten Ruhe, und sie hatten Ruhe, und sie hatten Ruhe. Maybe that's a phrase that you remember from the book of Joshua, where it kept saying, and the land had peace, and the land had peace. Und hier wieder, sie haben Gott gesucht, und deswegen hat das Land Ruhe gekriegt. And here, then we see this connection, they saw God's face, and the land had peace. Ja, also da kommt Blessing, Segen raus. And so we can say this leads to blessing. Und also Peace ist ja Teil davon, Friede. And peace, of course, is part of blessing. Ja. Und dann können wir mal lesen die Verse im gleichen Kapitel, die Verse 10 bis 14. Das kann gerne jemand vorlesen. And then we can have a look in the same chapter, verses 10 to 14. And I want to ask someone to read that. Also ich muss dazu noch sagen, sie wurden jetzt gerade angegriffen von den Kuschitern. So they're being attacked here by Ethiopians. Und da steht, das waren 1000 mal 1000 Mann. And it says that there was 1,000